meint der Baum ist tot. Das Waldsterben hat in diesem Jahr wieder zugenommen. Es ist ja aber auch wirklich ein menschgemachtes Problem. Der Wald aber stirbt nicht. Sinnbild des Unvergänglichen. Dem Wald geht's schlecht, weil wir die Umwelt zerstören. Das weiß ich schon seit meiner Kindheit. In den 80ern hat man sogar geglaubt, dass der Wald in Deutschland großflächig abstirbt. Bis heute ist das aber nirgendwo so wirklich passiert. Und ich frage mich, wie schlimm das Waldsterben in den 80ern eigentlich wirklich war. Der Wald hat ja überlebt. Ist unsere Angst um den Wald übertrieben? Als ich mit meiner Recherche anfange, brennt in Brandenburg der Wald. Immer wieder brechen hier Feuer aus, fast 500 allein in diesem Sommer. Ich will wissen, warum. Jeanette Blumröder erforscht, wie Waldbrände entstehen. Hier an unserem Treffpunkt hat es vor 3 Jahren gebrannt. Was ist das denn hier für ein Wald? Ja, das ist hier ein angelegter Kiefernforst. Also im Prinzip ein Kiefernwald, der nicht natürlich entstanden ist, sondern durch Anpflanzungen. In Brandenburg machen Kiefern 70% des Waldes aus. Warum ist denn gerade dieser Wald hier besonders anfällig für Waldbrände? Ja, also ein Faktor ist der Harzgehalt der Bäume und der Nadeln. Das Harz ist einfach sehr brennbar und dadurch können diese Bäume, wenn sie eben einmal entfacht sind oder das Feuer einmal brennt, sich extrem gut weiter ausbreiten. Ein großes Problem sind eben auch diese Monokulturen, dass sozusagen nicht Laubbäume, die dieser Feuerausbreitung so ein bisschen entgegenwirken können, dass diese sich also dort eben einfach de facto fehlen. Also wenn ich so eine frische Laubschicht dazwischen habe, dann jeder, der mal irgendwie frisches Laub aufs Feuer geworfen hat, weiß, dass das nicht so gut brennt. Es brennt auch, aber bei weitem eben nicht so gut wie die Nadeln von den Nadelbäumen. Aber wie sind diese großen Kiefernwälder eigentlich entstanden? Dieser Wald ist Allgemeinbesitz. Wertvolles Volksgut. Ein Volksgut, das im Kriege und in den Jahren darauf schwere Wunden erlitt. Verheerungen nicht nur durch Bomben und Feuersbrunst, sondern auch durch Kahlschlag, Raubbau, Diebstahl und menschliche Unvernunft. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Nazis große Waldflächen für die Kriegswirtschaft gerodet. Nach dem Sieg der Alliierten musste Deutschland dann Reparationen zahlen, auch mit Holz. Große Kahlflächen entstanden. Die wurden in der Nachkriegszeit neu bepflanzt. Vor allem mit Kiefern und Fichten, weil die schnell und gerade wachsen. Das hatte man schon im 18. Jahrhundert so gemacht. Der Wald sollte vor allem Holz liefern. So, ja, schau mal, hier kann man jetzt sehen, dass die Bäume, die noch stehen, quasi alle einen relativ ähnlichen Durchmesser haben und auch mehr oder weniger die gleiche Höhe. Das ist was auch im Interesse der Forstwirtschaft war oder der Waldeigentümer, weil das dann dazu führt, dass die Bäume alle relativ gleich und ähnlich gewachsen sind, dass sie eben recht gerade nach oben wachsen, weil sozusagen auch recht eng gepflanzt werden und damit quasi miteinander auch konkurrieren und alle schnell nach oben wachsen wollen. Das heißt, sie kriegen diese geraden, langen Stämme. Das ist ein angelegter Einbestand, der mit dem Ziel des höchstmöglichen ökonomischen Ertrags eingerichtet wurde. Und das ist auf jeden Fall was anderes als ein Waldökosystem, was natürlich entstanden ist oder auch sich natürlich entwickeln darf. Hier stehen zwar Bäume, darunter wächst aber fast nur trockenes Gras. Die Baumkronen sind so licht, dass der Boden in heißen Sommern extrem schnell austrocknet. Solche Monokulturen hat man gepflanzt, um schnell mit Holz Geld verdienen zu können. Der deutsche Wald, ist das nicht eigentlich was ganz anderes? Winzig steht der Mensch vor diesem ewigen Werden und Vergehen. Jahrhunderte gehen dahin, Katastrophen und Kriege verheeren das Land. Der Wald aber stirbt nicht. Friedlich wächst und gedeiht er weiter. Sinnbild des Unvergänglichen. Ist der Wald tatsächlich unsterblich? Ende der 70er Jahre entdeckten Förster und Waldbesitzer beunruhigende Schäden. Schon damals zuerst an Nadelbäumen. Tannen,
Früher oft bewundert, viel besungen, heute sterbenskrank. Im Schwarzwald gibt es kein Gebiet mehr, das nicht betroffen wäre. Sie sehen hier einen erkrankten Tannenzweig. Die Blätter, die Tannennadeln sind vergilbt, die sind gelblich-grün geworden. Die letztjährigen Nadeln sind bereits abgefallen. Solange man aber die Ursachen nicht kennt, solange kann man die Krankheit nicht heilen. Das ist umso schlimmer, als auch Fichten gelb werden und Nadeln verlieren. Viele Waldbesitzer kriegten damals Angst um ihren Wald und ihre ökonomische Existenz. Wirtschaftlich sind Sie ja von der Fichte abhängig. Wie sieht es denn jetzt bei der Fichte aus? Ja, die Fichte ist unser sogenannter Brotbaum. Und es zeigt sich jetzt in erschreckendem Maße, dass die gleichen ähnliche Krankheitserscheinungen, wie wir sie vor 5 bis 10 Jahren bei der Tanne erlebt haben, jetzt auch auf die Fichte übergreifen. Wir können eigentlich nur mehr Leichenbestattung von abgestorbenen Bäumen aus dem Wald nehmen. Fichten und Kiefern machen zusammen fast die Hälfte des Waldes in Deutschland aus. Bei meiner Recherche begegnen mir immer wieder komplett abgestorbene Flächen. Woran ist dieser Wald gestorben? Anne-Sophie Knob ist Forstwissenschaftlerin und arbeitet beim Deutschen Forstwirtschaftsrat. Hier im Soonwald in Rheinland-Pfalz war sie bis vor kurzem Revierförsterin. Genau, und hier wurden dann, auch auf dieser Fläche standen früher noch Fichten. Also als ich angefangen habe im Januar 2018, kam relativ schnell dann dieser Sturm Friederike und hat hier auch relativ viele Bäume umgeworfen. Und dann ist das so ein, ja, wie so ein Teufelskreislauf. Ne? Das ist quasi so ein angekratzter Bestand und dann kam der Borkenkäfer und dann der nächste Sturm. Und dadurch ist die Fläche halt immer freier geworden. Und gibt es das oft, dass so große Flächen wie hier jetzt einfach absterben, also dass da gar kein Wald mehr ist? Das kommt natürlich ganz drauf an, wo man ist. Wenn du in Gebieten bist, wo schon viel Mischwald ist oder wo wenig Fichtenreinbestände waren, dann hast du so ein Bild auch nicht so häufig. Aber wenn man halt in andere Gebiete guckt, dann kann man ja wirklich, soweit man sehen kann, sieht man dann die toten Fichten. Ja, ist schon beeindruckend auf jeden Fall zu sehen. Also wenn man sich vorstellt, hier war überall Wald und jetzt ist nichts mehr da, das ist schon krass. Ja. Eigentlich können Fichten den Borkenkäfer auch abwehren. Durch die zunehmende Trockenheit schaffen sie das aber nicht mehr. Genau, also hier sieht man natürlich ganz doll diesen Befall. Und was man, also da fällt die Rinde jetzt schon ab. Und wenn wir uns das auf dem Boden mal angucken, verliert er zum einen schon die grünen Nadeln. Das ist auch manchmal, wenn man durch den Wald geht und da Fichten stehen, sieht man manchmal auf dem Weg, dass jetzt grüne Nadeln da liegen. Das ist eigentlich auch schon immer ein Zeichen. Also wird der Baum normalerweise nicht machen, seine grünen Nadeln abzuwerfen. Genau, das ist dieses Fraßbild. Also hier werden die Weibchen eben befruchtet, legen die Eier ab und die fressen sich dann durch die Rinde und fliegen dann wieder aus. Genau. Das heißt, wir sind eigentlich hier schon in einem absterbenden Fichtengebiet sozusagen. Also hier jetzt gerade die werden es nicht packen. Die Fichte wurzelt flach. Hitze und Trockenheit machen ihr deswegen besonders zu schaffen. Aber auch anderen Bäumen geht es schlecht. 79% der Wälder in Deutschland sind krank. Aber worunter hat der Wald in den 80ern gelitten? Woran starben damals Tannen und Fichten? In der Göttinger Forstversuchsanstalt untersuchte Bernhard Ulrich 1981 als einer der ersten Wissenschaftler das Ökosystem Wald. Herr Ulrich, werden die Bäume in 30 Jahren, wenn alles so weitergeht, noch stehen? Es wird erhebliche Waldschäden geben. Zuerst vorwiegend an Einzelbäumen und dann vorwiegend in den höheren Lagen der Mittelgebirge, an Waldrändern, in den Nordwestlagen. Da wird der Schaden zuerst kommen und ist zum Teil ja schon da. Und in 30 Jahren? Wenn wir also nicht mit der Emission herunterkommen, dann wird es eben letztendlich keine Bäume mehr geben, die älter als 30, 40 Jahre sind. Saurer Regen über Deutschland. Der Wald stirbt. Das hat der Spiegel 1981 getitelt. Die Forschung, auf die sich der Spiegel damals bezogen hat, wurde genau hier gemacht. Im Freiluftlabor der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Aber was war eigentlich dran an den Forschungsergebnissen? 40 Jahre nach der düsteren Prophezeiung seines Kollegen forscht Henning Mesenburg am selben Ort. Wie groß ist das Gebiet ungefähr, wo Sie hier forschen? Das ist 1 Hektar groß und also
etwas mehr als ein Fußballfeld. Die Forschungsanlage sieht immer noch so aus wie damals. Und die Bäume leben noch. Bernhard Ulrich hat 1981 die Prognose aufgestellt, dass die ersten großen Wälder in Deutschland innerhalb von 5 Jahren absterben würden. Und er hat auch gesagt, sie seien nicht mehr zu retten. Wie kam er zu dieser Prognose? Also er hat aus über 10-jährigen Messungen hier im Solling festgestellt, dass sehr massive Säureeinträge auf die Wälder einwirken und dass die im Boden eine Lösung von Aluminiumionen bewirken, die toxisch für Baumwurzeln sind. In Deutschland. Okay, das klingt ziemlich kompliziert. Und das war es auch schon in den 80ern. Damals hat man das grafisch erklärt. Hauptverursacher des sogenannten sauren Regens ist der Schadstoff Schwefeldioxid. Er entsteht durch das Verbrennen von Öl und Kohle, beim Heizen, in der Industrie, vor allem aber bei der Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke. In der Luft verbindet sich Schwefeldioxid mit Wasser und Sauerstoff zu Schwefelsäure und belastet als saurer Niederschlag die Umwelt. Am empfindlichsten reagiert der Wald. Weil der Säuregehalt des Bodens zunimmt, wird das biologische Gleichgewicht zerstört. Bäume werden krank und sterben schließlich ab. Ganz konkret sah man die Übersäuerung bei der Messung des Säuregehalts im Boden am pH-Wert. Je saurer eine Flüssigkeit ist, desto niedriger ist ihr pH-Wert. Milch zum Beispiel ist fast neutral und hat den pH-Wert 6,5. Der Regen, den man 1980 im Schwarzwald gemessen hat, hatte schon einen pH-Wert von 3,9 und im Riesengebirge lag das Regenwasser gar bei pH 2,8. Da ist es dann nicht mehr weit bis zu reinem Zitronensaft, den man sich bekanntlich besser nicht in die Augen reiben soll. Ob der Baum noch der Freund des Menschen ist? Die Natur jedenfalls reagiert zunehmend sauer. Es gab damals ja eine enorme mediale Berichterstattung. Also der Spiegel hatte die große Schlagzeile, der Stern hat daraufhin eine große Schlagzeile gemacht. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir unendlich viele Berichte. War dieser Alarmismus in den Berichten gerechtfertigt durch die Forschung von Ulrich oder gab es da vielleicht auch so ein Vermittlungsproblem? Aus meiner Sicht war der Alarmismus schon in gewissem Maße gerechtfertigt. Inwieweit diese Prognose damals übertrieben war, können wir eigentlich eben heute nicht so richtig beurteilen. Aber was auf jeden Fall festgestellt wurde, dass auch in vielen Bereichen Waldbestände auch großflächig abgestorben sind. Das Waldsterben hat in diesem Jahr wieder zugenommen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk herrschte damals Endzeitstimmung. Von 1980 bis 1985 berichteten die ARD-Sender im Schnitt jeden zweiten Tag vom Waldsterben. Jüngste Untersuchungen besagen, Hamburger Parks und Wälder insgesamt drohen den Säuretod zu sterben. In weiten Landesteilen sind mehr als 40% der Bäume krank. In 5 Jahren, so die durchaus mögliche Horrorvision, könnte der Schwarzwald so in vielen Höhenbereichen aussehen. Die traurige Bilanz ist, dass der deutsche Wald stirbt, und zwar ungeheuer schnell. Das soll es also gewesen sein mit dem deutschen Wald? Stirbt der Wald, kann der Mensch ohne Wald leben? Ich kann's nicht mehr hören. Der Historiker Johannes Zechner hat dazu geforscht, was die Deutschen mit dem Wald verbindet. Würdest du sagen, die Deutschen haben ein besonderes Verhältnis zum Wald? Also zumindest in der Perspektive von romantischen Schriftstellern, Dichtern, von späteren nationalen und nationalistischen Autoren auf jeden Fall. Und in der Romantik beginnt diese erst noch poetische, in vielen Gedichten, in Märchen erfolgte Engführung von deutscher Nation und deutscher Waldnatur, was dann später tatsächlich vor allem um 1900 und dann nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal verstärkt auch zu sehr unangenehmen rassistischen und antisemitischen Zuschreibungen führt. Das deutsche Waldvolk ist dann das Gegenbild zum angeblichen jüdischen Wüstenvolk oder zum polnischen Steppenvolk. Es gibt dieses Bild dann Reihen von Bäumen wie Soldaten zum Beispiel. Die deutsche Eiche ist dann eher ein Einzelkrieger, wenn man so sagen will. Ein mächtiger einzelner Baum. Es
gibt aber auch Bilder von anderen Bäumen, die dann so als Plantage eben wie eine Armee gedacht werden. Hier im Teutoburger Wald sollen im Jahr 9 nach Christus die Germanen gegen die Römer gekämpft haben. Die Schlacht hat zwar wahrscheinlich ganz woanders stattgefunden, aber die Germanen mit ihrem Anführer Hermann dem Cherusker haben die übermächtigen Römer tatsächlich im Wald besiegt. Die Nazis drehten darüber sogar einen Propagandafilm. Der Wald kämpft hier auf Seiten der Germanen gegen die Römer. Ewiger Wald, ewiges Volk. Volk steht wie Wald in Ewigkeit. Hat sich denn diese Ideologie aus der Nazizeit irgendwie fortgesetzt nach 1945? Also gab es immer noch diese Idee, dass die Deutschen in einer besonderen Weise verbunden sind mit dem Wald? Das ist wie bei vielen Bestandteilen der nationalsozialistischen Weltanschauung, dass es natürlich nicht mit dem Kriegsende 1945 abrupt vorbei ist, auch generationell bedingt schon nicht, aber man sieht dann zunehmend seit den 60er Jahren ein Zurücktreten dieser harten, auch antisemitischen Ideologie, dieses extremen Nationalismus. Und es geht dann wieder eher auf die Schiene, dass es vielleicht ein patriotisches Verständnis von Wald ist und auch stärker diese romantischen Ebenen, die Brüder Grimm mit ihren Märchen zum Beispiel. Was bedeutet es denn für eine nationale Identität in Deutschland, wenn der Wald stirbt? Wenn man das noch mit diesen ganzen romantischen Aufladungen sieht, ist es dann, dass nicht nur die Lebensgrundlage stirbt, sondern auch das kulturelle Herz oder die kulturelle Identität der Deutschen mit dem deutschen Wald dann sterben würden. Wald. In unseren Träumen kommt er vor, in den Gedichten, den Liedern, den Legenden. Wald entstand lange, bevor der Mensch kam. Ob er so lange bleibt, wie Menschen leben. Ist die Angst um den Wald ein deutsches Thema? In den 80ern hat das Waldsterben jedenfalls extrem viele Menschen bewegt. In ganz Deutschland gab es damals Demos zur Rettung des Waldes. In anderen Ländern gab es das so nicht. Jeden Sonntag werden rund 50 Bäume gut sichtbar an den Spazierwegen mit solchen Plakaten ausgezeichnet. Als Beispiel für viele, die ebenso wie sie bereits vom Tode gekennzeichnet seien. Im hessischen Taunus machte 1983 eine Greenpeace-Gruppe auf die Not der Bäume aufmerksam. Erika Rückert-Schäfzig war bei der Aktion dabei. Damals, als wir hier die Waldführung gemacht haben und auf Einladung auch Dia-Vorträge zur Schadenssymptomatik, war es schon so, dass wir die Leute erst mal überzeugen mussten, dass es sowas wie Waldsterben gibt, weil die stehen im Wald und sagen, alles grün. Es war einfach für einen Laien nicht ohne weiteres zu erkennen. Und ich konnte mich halt ganz gut einarbeiten als Biologin und habe mir dann ganz schnell ganz viel forstwissenschaftliche Kenntnisse angeeignet. Also diese Fichte hier ist noch nicht so sehr alt, ungefähr 10 bis 15 Jahre, sieht auf den ersten Blick relativ grün aus. Und wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass die einzelnen Nadeln stellenweise schon entfärbt sind. Ansonsten sieht man noch ein anderes Phänomen, das kann man hier an dem Ast zeigen. Der bildet also deutlich schon Angsttriebe aus. Das ist also ein Trieb, der an diese Stelle gar nicht hingehört. Das machen Bäume, die schon geschädigt sind. In den 80ern sah es an vielen Stellen im Taunus noch besser aus als heute. Inzwischen sind viele Fichten der Trockenheit und dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen. Es gab natürlich die Schadsymptome, aber man braucht auch Fantasie, um sich vorzustellen, wie es ohne diesen Wald aussehen würde. Und das ist eine Fantasie, die jetzt eben Realität ist. Und zu Anfang wurde uns ja vorgeworfen, wir würden total übertreiben. Und das Wort Waldsterben ist ja international als deutscher Begriff dann auch Le Waldsterben. Ja, vor allem in Frankreich. Und ich denke, der Begriff war damals richtig und ist heute richtig. Damals haben Sie hier im Taunus Schilder an die Bäume gehängt, dieser Baum stirbt. Jetzt sieht man hier, viele Bäume sind abgestorben. Haben Sie also Recht behalten mit Ihrer Prognose von damals? Wir haben anders Recht behalten. Wir hatten das Absterben der Bäume in einer, glaube ich, noch schnelleren, rasanteren Art und Weise erwartet und haben nicht gedacht, dass es so lange
dauert, bis wirklich solche Flächen so kahl sind. 1985 glaubte die Hälfte der Deutschen, dass der Wald komplett abstirbt. Damals wurden auch die Grünen groß. 1983 zogen sie erstmals in den Bundestag ein. Bundeskanzler Helmut Kohl bekam von ihnen zur Vereidigung keine Blumen, sondern einen abgestorbenen Tannenzweig. Die Schäden an unseren Wäldern sind alarmierend. Die Luftverschmutzung, die wesentlich auch zum Waldsterben beiträgt, werden wir mit einem breit angelegten Programm deutlich reduzieren. Dass es dem Wald schlecht geht, dazu gab es eine damals seltene Einigkeit, von der CDU bis zu den Grünen. Und die Politik hat sogar gehandelt. Kommen Sie, jetzt packen wir's. Feierliche Eröffnung der ersten öffentlichen Bleifreitankstelle in Stuttgart. Herr Staatssekretär, nehmen Sie nur mit. Ja, doch, sicherlich. Das ist jetzt eine gute Sache. 1984 wurde der Katalysator eingeführt und Autos konnten bleifreies Benzin tanken. Warum tanken Sie nicht Bleibenzin? Weil ich den Wald und unsere Umwelt ein bisschen schonen möchte. Die Industrie musste ihren Schwefeldioxidausstoß deutlich reduzieren, durch Entschwefelung und Filteranlagen. Und der Wald wurde großflächig gekalkt. So konnte das Schwefeldioxid aus dem Regen schwerer in den Boden eindringen. Über 70% der Deutschen waren damals sogar für ein Tempolimit, um dem Wald zu helfen. Hat sich bis heute nicht durchgesetzt. Aber wie sah es eigentlich in der anderen Hälfte Deutschlands aus, in der DDR? Der Alexanderplatz war früher das Zentrum Ostberlins. Vom Westen war man hier durch die Mauer getrennt. Das Westfernsehen kam aber trotzdem an. Das Gift, das aus dem Schornstein quillt, wirkt langsam, aber mit Sicherheit tödlich für die Wälder. Mit 4,5 bis 5 Millionen Tonnen hält die andere Deutsche Republik den traurigen Weltrekord eines Schwefeldioxidverschmutzers pro Kopf und Quadratkilometer. Pro Einwohner produziert sie 5-mal mehr von diesem Gift als die Bundesrepublik. Ganz anders klang das Fernsehen der DDR. Reine Erfindungen sind Angaben in einer Meldung der amerikanischen Nachrichtenagentur AP, wonach das Waldsterben in der DDR am weitesten vorangeschritten sei. Christian Halbrock gehörte zu den Pionieren der Umweltbewegung in der DDR. Ja, das schön. In den Räumen der Berliner Zionsgemeinde traf er sich mit seiner Gruppe der Umweltbibliothek. Wie war das offiziell in der DDR? Also gab es das Waldsterben auch offiziell? Das war in der DDR kein Thema. Ne? Man hatte sich darauf versteift, in der DDR ab Mitte der 70er Jahre Umweltthemen totzuschweigen. Unsere Forderung war ja nicht nur, dieses Waldsterben endlich öffentlich zu benennen und möglicherweise was dagegen zu tun, sondern insgesamt diesen Zustand der Verheimlichung von Umweltdaten, der Ausschluss der Öffentlichkeit von der Debatte, ne? Das Informationsmonopol der Partei, ne? Dieses alles sozusagen zu überwinden. Das war ja sozusagen, wir haben das Thema in diesem Sinne auch politisch in Anspruch genommen und für unsere Zwecke genutzt. Wie haben Sie denn davon mitbekommen, dass es dem Wald in der DDR nicht gut geht? Ja, man konnte sich denken natürlich, weil der Wald ja nicht an der Grenze aufhörte und die Probleme auch nicht an der Grenze aufhörten. Aber konkret habe ich es dann gesehen, nachdem ein Umweltaktivist im damaligen Karl-Marx-Stadt uns alle eingeladen hat, quer durch die ganze DDR, ihn zu besuchen. Von dort aus ging es dann hoch ins Erzgebirge, nach Seifen, nach Olbernhau, eine Wanderung, ne, quer durch das Erzgebirge. Und da habe ich das erste Mal das leibhaftig gesehen. Und dort war das tatsächlich auch als Problem eindeutig erkennbar, ne, das Waldsterben. Umweltaktivisten machten heimlich Aufnahmen im Erzgebirge und schmuggelten einen Film illegal in den Westen. In unseren Zeitungen stand bisher nichts zum Waldsterben. Bestenfalls war die Rede von neuartigen Waldschäden und auch das nur sehr sporadisch. Gehört hatten wir wiederholt von den Problemen im Erzgebirge, doch selbst kühnste Negativerwartungen wurden übertroffen. Wir trauten unseren Augen nicht die ersten Male. Darf sich deshalb kein ausländischer Journalist und schon gar keiner des Westens mit Kamera oberhalb 400 Meter aufhalten?
Christian Halbrock reiste mit Dia-Vorträgen durch die DDR und klärte in Kirchen über den Zustand des Waldes auf. Die Umweltgruppen waren der Stasi ein Dorn im Auge. 1987 Razzia bei der Umweltbibliothek. Also ich hatte mehrere Ordnungsstrafverfahren immer wieder. Überprüfungsverfahren auf Einladung eines Ermittlungsverfahrens. Das ist relativ häufig gemacht worden, vor allen Dingen in der Frühphase, wo man dachte, man wird irgendwie der Sache her. Man kann diese Umweltgruppen durch Drangsalierung zurückdrängen. Da war es dann teilweise so, dass ich 3-mal die Woche abgeholt wurde. Also da war an sich de facto die Woche hinüber. Hatte ich die Woche de facto mehr oder weniger bei der Staatssicherheit in Verhören zugebracht. Geholfen hat dem Wald im Osten erst die Wiedervereinigung und die Abwicklung der DDR-Industrie. Die Bundesregierung vermeldet Erfolge im Waldbericht. Eitel Sonnenschein also im deutschen Wald. Tatsächlich ist die Zahl der geschädigten Bäume von 61 auf 57% leicht zurückgegangen. In den 90ern wurde klar, der Wald stirbt nicht großflächig ab. War die Angst vor einem Deutschland ohne Wald also maßlos übertrieben? Der Harz war in den 80ern eine der am stärksten vom Waldsterben betroffenen Regionen. Hier treffe ich die Historikerin Birgit Metzger. Ihr Spezialgebiet? Die Geschichte des Waldsterbens. Würden Sie sagen, es hat das Waldsterben wirklich gegeben? Hat es das Waldsterben als reales, objektives Phänomen gegeben? Das ist halt die Frage, ne? Also abgestorben ist der Wald bis jetzt offensichtlich nicht. Also insofern kann man sagen, die Prognose war falsch, aber sie war eben auch bedingt. Hat ja niemand gesagt, dass er auf jeden Fall absterben würde. Und es ist unklar, was tatsächlich passiert wäre, wenn dann umweltpolitisch gar nichts passiert wäre. Und würden Sie sagen, der Alarmismus in der medialen Berichterstattung damals war gerechtfertigt oder war das Panikmache? Also man kann schon ein paar Punkte an der Waldsterbensdebatte kritisieren. Es ist nicht alles super gelaufen. Genau, was ist zum Beispiel nicht gut gelaufen? Es gab sehr drastische Warnungen und die Entwarnung war sehr, sehr leise an entlegenen Stellen. Man hätte auch irgendwie jetzt so als Experte dann Anfang der 90er Jahre, als klar war, dass dieses Worst-Case-Szenario nicht eintreten würde, das etwas lauter sagen können. In den Archiven finde ich kaum Berichte, in denen die Katastrophenszenarien in Frage gestellt wurden. Und richtige Entwarnungen finde ich auch nicht. Aber hier im Harz sieht es heute wirklich so apokalyptisch aus, wie man es sich in den 80ern vorgestellt hat. Die Fichtenmonokulturen sind großflächig abgestorben. Im Nationalpark Harz wird die Natur jetzt sich selbst überlassen. Ein Neuanfang. Aber warum hat der Wald insgesamt das Waldsterben in den 80ern überlebt? Und wie steht's heute um ihn? Andreas Bolte erstellt mit seinem Thünen-Institut im Auftrag der Bundesregierung die Waldzustandsberichte. In den 80ern hat man ja geglaubt oder hatte auch Angst davor, dass Wald in Deutschland großflächig abstirbt. Wie bewerten Sie das aus heutiger Perspektive, diese Angst? Heute wissen wir auch, gerade durch die Forschung, die damals auch massiv gefördert wurde, dass die Bäume sich viele Bäume sich an solche Situationen auch anpassen können, wenn sie genug Zeit haben. Und von daher muss man sagen, war damals wie wir heute wissen, aus 2 Gründen die Furcht, dass sozusagen flächendeckend in Deutschland die Wälder absterben, unbegründet. Einmal, weil die Wälder sich besser anpassen konnten, als wir das gedacht haben. Und auf der anderen Seite, dass wir tatsächlich was machen konnten dagegen durch die Rauchgasentschwefelung und Einführung des Katalysators. Und was man heute daraus lernen kann, ist sicherlich eigentlich möglichst, emotionsarm und wenig alarmistisch ranzugehen. Aber ich denke, der Wald heute ist in einem ernsteren Zustand als in den 1980ern. Also die Gefahr tatsächlich, die jetzt von dem Klimawandel und den Extremwetterlagen ausgehen, ist deutlich größer als die Gefahr, die wir damals hatten. Der Wald kann sich also anpassen. Je vielfältiger der Baumbestand, desto besser die Überlebenschancen. Schlecht für die großen Fichten- und Kiefernmonokulturen. Okay, das Waldsterben hat der Wald überlebt. Rückblickend kann man natürlich sagen, dass die Angst damals in den 80ern übertrieben war. Gleichzeitig hat der Aufschrei viele umweltpolitische Maßnahmen aber auch erst möglich gemacht. Heute steht der Wald vor ganz anderen Problemen. Hitze, Trockenheit, Waldbrände.
Das sind alles reale Gefahren für den Wald, die mit dem Klimawandel immer schlimmer werden. Und ich finde ja, ein bisschen mehr Panik wäre heute sogar angebracht.